Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir, um was geht es aktuell und das daraus resultierende. Was kommt auf dich zu? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Zu viele Bedingungen. Entweder werden dir zu viele Bedingungen gestellt oder du stellst zu viele Bedingungen. An wen? Vielleicht an dich selbst oder gar an deine Mitmenschen. An das Leben selbst. Schauen wir, worum es geht. Ja, die Maskerade. Hinter welcher Maske versteckt sich wer oder was? Was ist mit deiner eigenen Maske? Ich denke, es geht darum, dass bei sehr, sehr vielen Wassermännern das eigene Selbst hinter einer Maske versteckt ist, verborgen ist, gar vor dir selbst verborgen ist. So wie du dich selbst siehst, lieber Wassermann, wer weiß, bist du wirklich so? Bei der Maske, die ein jeder von uns trägt, geht es um Projektion. Erst einmal die Projektion, die auf uns projiziert wurde seit frühester Kindheit, die wir dann auf uns projizieren und so weiter und so fort. Eine Endlosschlaufe und da auch die vielen Bedingungen, die gestellt werden. Ja, das Gegenteil von der Bedingung ist die vollkommene Akzeptanz. Vollkommene Akzeptanz heißt Bedingungslosigkeit und Bedingungslosigkeit selbstverständlich die bedingungslose Liebe in der Annahme sein. Es geht nicht immer darum, andere bedingungslos anzunehmen, sondern es geht jetzt hier mit dieser Maske erst einmal darum, dich selbst bedingungslos anzunehmen. Das wahre Selbst, uns allen verborgen, das Licht, es scheint hinaus, doch es ist verzwickt. Manche da draußen erkennen unser eigenes wahres Selbst eher als wir selbst. Ist es nicht komisch? Wir denken, wir müssen. Wir denken, wir sind. Wir denken, wir sind im Müssen. Doch wir können die Maske erst herunternehmen, wenn wir überhaupt bemerken, dass wir eine Maske tragen. Die Maske. Die Schönwettermaske und die Schlechtwettermaske. Jahrelang, jahrzehntelang haben wir sie verkünstelt, an ihr gearbeitet bis zur Perfektion. Ja, denn unsere Rolle müssen wir ja perfekt spielen. Doch wer hat sich diese Rolle eigentlich ausgesucht? Wurde sie uns ausgesucht oder haben wir sie uns selbst ausgesucht? Ich denke, wir haben sie uns selbst ausgesucht. Ja, schau her, was die Maske macht. Der Singvogel im Käfig. Definitiv, lieber Wassermann, geht es hier um Bedingungen. Definitiv geht es darum, Sie sagen, die Produktivität ist eingeschränkt. Moment. Die Produktivität im Sein ist eingeschränkt dadurch, dass das Objekt im Außen gesucht wird. Ja, wieder ein Rätsel, doch für manchen wird es schon Sinn machen. Etwas erreichen wollen. Doch was ist, wenn es in erster Linie um Freiheit geht?
Was ist, wenn es in erster Linie mal darum geht, die Bedingungen überhaupt als Bedingungen zu erkennen, als solche zu entlarven? Denn es ist doch ganz klar, Bedingungen sind Unfreiheiten. Doch wenn wir diese Unfreiheiten immer weiter leben, wird die Freiheit, die ersehnte, nie erlangt werden. Du fühlst dich momentan sehr eingeengt, sehr eingeschränkt. Du hast es dir aber komfortabel gemacht dort, wo du bist. Du harrst aus, du sitzt aus. Ja, ich möchte nicht sagen, es ist die Komfortzone, denn Komfort, den fühlst du keinesfalls. Doch du hast es dir gemütlich gemacht. Du kommst zurecht. Du hast diese Situation angenommen. Warum? Vielleicht hat mancher von euch erkannt, dass er sich so weit hinein verstrickt hat, dass es kein Hinauskommen gibt. Es gibt ein Hinauskommen. Es gibt es. Die Krone. Du hast sie bereits auf deinem Haupte, doch weißt du es nicht. Die Krone, das Kronenchakra, du bist gekrönt. Die Krone, dein Potenzial, Sitz im tiefsten Herzenspunkt der Seele. Es ist ein Stop and Go, es ist ein Ich traue mich nicht, es ist ein Zögern, ein großes Zögern. Denn um hier rauszukommen, bräuchte es Mut, Willensstärke, bräuchte es ein Ziel, bräuchte es den Mut zu fliegen. Doch schauen wir uns im Detail an, worum es denn geht, was da auf dich zukommt. Die Blickwinkel in deiner Position, die hast du oder bist dabei, sie alle genauestens anzuschauen, doch der Käfig, er bleibt immer gleich. Es gibt nichts Neues zu entdecken. Du möchtest hinein in den tiefsten Punkt des Herzens Seele. Doch du weißt nicht, wie du dorthin gelangst. Erst einmal mach dich frei, auf dass du nicht nur diesen kleinen Ausschnitt siehst, sondern sich dein Blickwinkel weitet, bis du das große Ganze erfassen kannst. Es ist für dich ganz, ganz wichtig, einem Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze, deine Krone zu zeigen. Wie zeigst du sie ihm oder ihr? Indem du dich frei machst, indem du erkennst, welche Maske du wann getragen hast und trägst. Die kleinen Finger, die Gelenke, das untere
das untere Gelenk, quasi das erste und das Mittelgelenk. Achte auf sie, sie sind Indikatoren für dich. Auch gibt es gut möglich ein Wasserzeichen, welches inspirierend ist. Auch gut möglich, dass dieses Wasserzeichen dir sagt, lache. Lache dem Schicksal entgegen, statt zu trauern, statt dich aufzuregen, statt immer wieder dorthin zu sehen, was dich traurig stimmt. Du fasst einen Entschluss, lieber Wassermann, nachdem dir bewusst wird, nachdem die Klarheit an deine Seite kommt, dass die Tiere des Waldes die Vögel, die Vierbeiner, die unter der Erde wohnen, dass die Tiere des Waldes alle aufgereiht sind, um dich zu begleiten, schützend, wissend, dorthin führend, wo du erkennst, dass du eine Krone trägst. Ich spreche wie dein Rätseln, es tut mir sehr leid, doch es kommt so durch. Ich denke, lieber Wassermann, du wirst einen Entschluss fassen, und zwar die Selbstsabotage aufzugeben. Selbstverständlich bedingt es ab, dass du erstmal erkennen musst, wo du dich selbst sabotierst. Doch ich denke, die Klarheit, so unverblümt mitten ins Gesicht, durchs Herz hindurch, lässt dich erkennen. Und weißt du was? Du lässt nicht mehr von dir nehmen, denn jetzt kommst du. Wir schauen, wie es weitergeht, das daraus resultierende. Und ja, was stellst du denn nun mit der Krone an? Im Extended geht's weiter. Wir freuen uns auf dich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis gleich. Ciao.